Im letzten Sommer habe ich 4 alte Business-Laptops repariert. Dabei habe ich auch immer gleich die alte HDD durch eine neue SSD ersetzt, damit die Geräte schneller laufen und auch heute noch Spaß machen. Was aber macht man mit all den alten HDDs? Außerdem geschieht es nun auch immer häufiger, dass man in ausgemusterten Computern gar keine Laufwerke vorfindet, weil die Vorbesitzer Angst davor haben, dass persönliche Daten in die falschen Hände geraten. Tatsächlich ist es gar nicht so schwer, gelöschte Daten wiederherzustellen. Das kann man zum Beispiel in einem meiner alten Projekte sehen, in dem oben verlinkten Video. Was sollte man also tun, wenn man beispielsweise einen PC oder ein Notebook verkaufen will und sicher sein möchte, dass die Daten auch wirklich gelöscht sind? Einen Überblick und Anleitungen findest du in diesem Video. Eine einfache Lösung, wenn man seine Daten schützen will, ist die Zerstörung der Speichermedien. Die HDD ausgebaut, Hammer drauf, fertig. Die SSD raus, Knick rein, erledigt. Schade nur, dass man damit funktionierende Hardware vernichtet. Viel nachhaltiger ist es, die Daten sicher zu löschen und die Festplatten mit den Geräten zu verkaufen oder zu verschenken. Aber wie kann man sich sicher sein, dass die Daten wirklich gelöscht und nicht wiederherstellbar sind? Zuallererst muss man wohl sagen, dass viele Methoden des Löschens tatsächlich nicht sehr sicher sind. Gut trainierte Informatiker, die entsprechende Mittel haben, können oft Daten wiederherstellen, die schon lange gelöscht waren. So etwas gibt es für gewöhnlich nur bei Geheimdiensten, aber dass es überhaupt möglich ist, kann einem schon Unbehagen bereiten. Es gibt zum Glück Empfehlungen und Methoden, die solche Fälle praktisch auf ein Minimum reduzieren. Eine alte Festplatte ist leicht zu löschen. Die Grundidee ist, dass man denselben Speichersektor mehrfach überschreibt. Also wischt man die Fläche leer, stellt etwas Neues darauf. Das, was vorher da war, ist dann nur noch aufwendig verstreut zu finden. Wenn man es mehrfach tut, sinkt die Wahrscheinlichkeit, irgendwelche Reste rekonstruieren zu können. Man könnte also eine Festplatte einfach mit der Kopie von Tausenden von Rickroll-Videos füllen, diese dann löschen und nochmal die gleichen Videos speichern. Es gibt aber auch Programme, die einem die Arbeit abnehmen. Einige sind kostenfrei, andere kostenpflichtig. Je nachdem, wie viel dir Datensicherheit und Umwelt wert sind, lohnt es sich vielleicht, Geld und/oder Zeit in das Löschen zu investieren. Eine kostenlose Software ist der CC Cleaner, mit dem man anscheinend Daten schreddern kann, also mehrfach überschreiben. Da aber einige Nutzer dieses Programm für schlechte Adware halten, von der Paywall genervt sind und die Telemetrie vermeiden möchten, empfehlen sie CC Cleaner nicht. Ich habe mir das Programm Eraser besorgt. Mit diesem Tool kann man einzelne Dateien oder ganze Festplatten in einer selbstgewählten Methode sicher löschen. Dabei hat man die Auswahl. Zum Beispiel kann man, wie es anscheinend bei der US Air Force üblich ist, die Daten dreifach überschreiben, was wohl als ausreichend gelten kann. Man kann auch die siebenfache Überschreibung auswählen, wie es in Deutschland das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik empfiehlt. Oder man geht aufs Ganze mit der Goodman-Methode, wo die Daten mit wahnsinnigen 35 Passes überschrieben werden. Je nachdem, wie ruhig ihr schlafen wollt, je nachdem, welche Daten ihr schützen wollt und je nachdem, wie groß die Festplatte ist, wählt ihr eine für euch passende Methode. Mir reicht eigentlich das einfache Überschreiben, weil es für Laien dadurch oft nur noch unbrauchbare Fragmente zu holen gibt. Außerdem habe ich wenige sehr sensible Daten, die ich schützen muss. Hat man eine Festplatte, gerade wenn sie viel Speicherplatz bietet, mit einigem Zeitaufwand vor dem Hammer gerettet, darf man sie im Rechner lassen und mitverkaufen, ohne sich Sorgen machen zu müssen. Der Wert eurer alten Geräte ist höher, die Umwelt wird geschont und der nächste Nutzer des Computers freut sich, keine neue, teure HDD kaufen zu müssen, denn die alten magnetischen Platten haben für gewöhnlich eine hohe Langlebigkeit. Mit dem Siegeszug der modernen Speichermedien wie SSDs ist das sichere Löschen leider aufwendiger geworden, aber es ist weiterhin möglich. Und es lohnt sich da auch noch mehr. Man könnte die gleichen Programme und Methoden teilweise auch für SSDs einsetzen.
Da diese aber anders funktionieren und jeder Schreibvorgang auch gleichzeitig eine Art von Verbrauchen des Speichers ist, wird von vielen Experten dringend davon abgeraten. Außerdem sei mit den alten Methoden keine hinreichende Sicherheit gewährleistet, dass die Daten tatsächlich dauerhaft gelöscht sind. Für SSDs gibt es also andere Vorgehensweisen. Einige davon zeige ich hier und ich warne auch gleich davor, Experimente durchzuführen, ohne vorher alle wichtigen Daten zu sichern, zum Beispiel auf einer externen Festplatte. Für SSDs gibt es die Methoden Secure Erase oder Sanitize. Dabei wird die SSD so zurückgesetzt, dass die Daten wirklich weg sind, ohne dass man sie mit stundenlangem Überschreiben ausradiert. Oft geht das sogar deutlich schneller als bei HDDs. Viele SSD-Hersteller bieten dafür eigene Programme an. Diese Tools sind meistens kostenlos und erkennen die SSD automatisch. Dort kann man dann, je nach Modell, direkt eine Funktion wie Secure Erase oder Sanitize starten. Secure Erase setzt die SSD wieder in einen fabrikähnlichen Zustand zurück. Alle Datenbereiche werden gelöscht. Das geht ziemlich schnell und ist im Grunde die Standardmethode zur Löschung von SSDs. Mit Sanitize kann man eine erweiterte Löschung einleiten. Es werden auch versteckte Bereiche gelöscht und damit ist diese Methode eine noch gründlichere Reinigung. Bei mir habe ich also das Dashboard von SanDisk installiert. Mit diesem Tool kann man dann WD- und SanDisk-Platten korrekt formatieren. Die Herstellersoftware wird zum sicheren Löschen empfohlen. Das ist meistens die beste Lösung, weil die Hersteller am besten wissen, wie ihre SSD intern arbeitet. Außerdem ist es für Laien oft deutlich angenehmer, als mit komplizierten Spezialprogrammen herumzuexperimentieren. Wenn man nicht mehr richtig weiß, welcher Hersteller verbaut ist, kann man das leicht herausfinden, zum Beispiel mit dem Tool Crystal Disk Info. Dort steht normalerweise der genaue Modellname und oft auch die Seriennummer. Das ist später hilfreich, damit man im Löschtool wirklich die richtige SSD auswählt und nicht aus Versehen die falsche Festplatte erwischt. Manchmal ist das Problem, dass Windows die SSD gerade benutzt und man sie deshalb nicht im laufenden Betrieb sicher löschen kann. Dann muss man ein kleines Tool auf einem USB-Stick packen und den Computer davon starten. Das Prinzip ist immer ähnlich. Lade zuerst das Programm herunter. Im Herstellertool wird es oft bereitgestellt. Man muss dann das Tool auf einen USB-Stick flashen, zum Beispiel mit dem Programm Bellana Etcher. Danach PC neu starten und ins BIOS oder Bootmenü gehen. Wähle dort den USB-Stick als Startlaufwerk. Wenn das Tool erfolgreich geladen wurde, starte Secure Erase oder Sanitize. Hier gibt es auch noch eine typische Stolperfalle. Manche USB-Sticks werden vom BIOS nicht richtig erkannt oder booten nicht. Dann hilft es oft, einen anderen Stick zu nehmen oder einen anderen USB-Port zu benutzen. Wenn man dann im Tool ist, wählt man die SSD aus. Hier hilft die Seriennummer, die man vorher in Crystal Disk Info ausgelesen hat, und startet den Löschvorgang. Danach ist die SSD in der Regel so sauber, dass man sie ohne schlechtes Gefühl im Gerät lassen kann. Es gibt noch einen weiteren Weg, um SSDs sicher zu löschen, der etwas einfacher ist. Einige Motherboards bieten in ihrem BIOS bzw. UEFI eine Secure Erase-Funktion an. Es lohnt sich also zu prüfen, ob das bei eurem Motherboard auch so ist und ob euch diese Art der Löschung einer SSD reicht. Wer es wirklich gründlich braucht, kommt um die Herstellersoftware und den Sanitize-Befehl wohl nicht herum. Wenn man eine SSD korrekt über Secure Erase oder Sanitize gelöscht hat, kann man sie im Laptop oder PC lassen und mit dem Gerät verkaufen, ohne Angst haben zu müssen, dass jemand private Daten wiederherstellt. Damit steigert man den Wert des Gerätes, spart dem nächsten Nutzer Geld und schont gleichzeitig die Umwelt. Und man muss keine teure Hardware zerstören, nur um sich sicher zu fühlen. Wenn du andere Erfahrungen gemacht hast oder es gute Gründe gibt, anders vorzugehen, lasse gern einen Kommentar hier. Über ein Like und ein Abo würde ich mich freuen. Danke fürs Reinschauen, ciao und bis zum nächsten Mal.